Stell dir dein Gefäßsystem als ein hochkomplexes, 100.000 Kilometer langes Autobahnnetz vor, auf dem Billionen von roten Blutkörperchen ununterbrochen lebenswichtige Fracht ausliefern. Doch was passiert, wenn auf den Hauptverkehrsadern zu deinen Beinen schleichend die Fahrbahnen verengt werden? Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist heutzutage eine der am meisten unterschätzten Bedrohungen unserer Gefäßgesundheit. Oft beginnt es mit einem Flüstern des Körpers, ein leichtes Ziehen hier, eine kühle Stelle dort. Doch wenn die Arterien durch Plaqueablagerung so weit verstopfen, dass der Blutstrom zum Rinnsal wird, sendet dein Körper unmissverständliche Warnsignale. Diese Signale zu ignorieren bedeutet, das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder den Verlust von Gliedmaßen in Kauf zu nehmen. Nummer 1. Schmerz als Sauerstoffnotruf. Kommen wir direkt zum klassischsten Anzeichen für verengte Beinarterien. Wenn du gehst oder Treppen steigst, benötigen deine Muskeln deutlich mehr Sauerstoff, um Energie zu produzieren. Sind die Arterien verstopft, kommt nicht genug Nachschub an. Das Resultat ist ein krampfartiger Schmerz in der Wade, dem Oberschenkel oder dem Gesäß, der dich zum Stehenbleiben zwingt. In diesem Moment schreit dein Muskelgewebe nach Sauerstoff, da der aerobe Stoffwechsel kapituliert und auf anaerobe Prozesse umschaltet, was zu einer Übersäuerung führt. Sobald du ruhst, gleicht sich das Defizit kurzzeitig aus, doch der Stau in der Leitung bleibt bestehen. Nummer 2. Blässe und Eiseskälte. Ein gesundes Bein ist warm und gut durchblutet. Wenn jedoch die arterielle Zufuhr stockt, verändert sich die Oberflächentaktik deines Körpers. Achte darauf, ob ein Fuß im Vergleich zum anderen auffallend kühler ist oder eine blasse, fast wechselnde Farbe annimmt. Wenn du das Bein hochlegst, wird es oft unnatürlich weiß, während es beim Herabhängen eine rötlich-bräunliche Färbung annehmen kann. Dies liegt daran, dass die Kapillaren versuchen, sich maximal zu weiten, um auch das letzte Molekül Sauerstoff aus dem stagnierenden Blut zu fischen. Diese Temperaturunterschiede sind ein direktes Maß für die verminderte Durchblutung und deuten darauf hin, dass die Transportkapazität deiner Gefäße massiv eingeschränkt ist. Nummer 3. Die stagnierende Heilung. Normalerweise verfügt dein Körper über ein hocheffizientes Reparaturteam. Wenn du dich am Schienbein kratzt oder eine kleine Blase am Zeh hast, eilen Immunzellen und Baustoffe zur Wunde. Bei verstopften Arterien fehlt jedoch die logistische Infrastruktur für diese Heilungsprozesse. Ein Warnzeichen, das du niemals ignorieren darfst, sind kleine Wunden, Schnitte oder Druckstellen an den Füßen und Beinen, die über Wochen nicht abheilen oder sie ständig entzünden. Ohne die notwendige Zufuhr von Nährstoffen und Sauerstoff stirbt das Gewebe langsam ab, was im schlimmsten Fall zu einem offenen Bein oder gar zu Nekrosen führt. Nummer 4. Glänzende Haut und Haarausfall. Dein Körper ist ein Meister der Priorisierung. Wenn das Blut knapp wird, versorgt er zuerst die lebenswichtigen Muskeln und lässt Luxusgüter verkümmern. Ein subtiles, aber deutliches Zeichen für eine chronische Unterversorgung ist das Verschwinden der Beinhaare, besonders an den Unterschenkeln und Zehen. Gleichzeitig verändert sich die Hautbeschaffenheit. Sie wird dünn, pergamentartig und glänzt auffällig. Auch die Zehennägel leiden unter der Mangelversorgung. Sie wachsen langsamer, werden brüchig oder verdicken sich unnatürlich. Und Nummer 5. Der nächtliche Ruheschmerz. Dies ist das ultimative Warnsignal, das eine sofortige ärztliche Abklärung erfordert. Wenn der Schmerz in den Füßen oder Zehen nicht mehr nur bei Belastung auftritt, sondern dich nachts aus dem Schlaf reißt, hat die Blutleere ein kritisches Niveau erreicht. Oft berichten Betroffene, dass der Schmerz nachlässt, wenn sie die Beine aus dem Bett hängen lassen. Der Grund ist reine Physik. Die Schwerkraft hilft dem Blut durch die engen Engstellen nach unten zu fließen. Wenn der Blutdruck im Liegen absinkt, reicht der hydrostatische Druck nicht mehr aus, um die Peripherie zu versorgen. Dieser Ruheschmerz ist die letzte Vorstufe zum Gewebeuntergang und signalisiert, dass die arterielle Autobahn kurz vor der Vollsperrung steht. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du Krampfadern in 20 Minuten entfernen kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.